Tachchen, meine lieben Fans und Freunde, und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2025. Ich habe jetzt etwa seit einem halben Jahr nichts mehr gepostet, weil ich sehr beschäftigt war, außer immer wieder ein bisschen Shorts, und die mir auf Insta folgen, Ducky Art, die wissen Bescheid, was so abgeht hier in meinem Leben. Dieses Jahr, muss ich sagen, war ziemlich turbulent, oh ja, ab und zu enttäuschend, aufregend, aber im Großen und Ganzen sehr erfolgreich. Wie es um meinen Manga steht, Revenge of Medusa, wann der zweite Teil kommt, wie sieht's aus mit der englischen Version und so, was sind meine Pläne, erfährt ihr in der heutigen Episode, meine lieben Freunde. Ich weiß, ihr schaut mich gerne an, während ich rede und so, aber ich würde viel lieber etwas Wunderschönes zeichnen. Like and subscribe und genießt die Show. Und was gibt's Schöneres zur Weihnachtszeit als auch dieses Mal eine wunderschöne Medusa im Christmas-Look, aber diesmal mit Stavros. Hier habe ich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, ein bisschen gesketcht und jetzt geht's los mit den Micron-Pens. 2025 war der offizielle Release von meinem Manga Revenge of Medusa im Januar. Eigentlich hatte ich schon im Oktober 24 ein paar Exemplare drucken lassen, die ich dann überall ein bisschen verteilt habe, den Manga-Tubern und so, für ein bisschen Promotion. Da musste ich die Leute noch anschreiben und sagen, hey, habt ihr Bock, mein Manga zu reviewen und so. Und einige haben gesagt, ja, voll. Also viele haben gesagt, ja, voll machen wir, aber nur wenige haben es auch tatsächlich gemacht. Einige von denen haben mich voll verarscht und gesagt, ja, schick mir das Buch und so. Und dann habe ich es geschickt, aber dann wollten sie es nicht annehmen, weil sie irgendwelche zusätzlichen Gebühren darauf zahlen mussten, irgendwelche 7 Euro. Und dann wurde das Buch zu mir zurückgeschickt in die Schweiz und mit zusätzlichen Kosten. Und dann dachte ich, what the fuck, man, alter Schwede, ich habe jetzt schon über 20 Euro ausgegeben für den Versand und alles, und dann nehmen sie es nicht einmal an, sondern schicken es retour zu mir und ich muss dann noch mehr bezahlen, damit ich es zurückbekomme. Also das war wirklich so ein fettes Minusgeschäft von ein paar. Ich nenne jetzt mal hier keine Namen, aber die Schuldigen, die wissen schon Bescheid, ne? Danke für das. Ich habe daraus gelernt. 1000 Exemplare ließ ich drucken für die erste Auflage und muss sagen, die gingen wirklich weg wie warme Brötchen. Hauptsächlich durch meinen Online-Shop oder ja, durch Instagram und so privat ein bisschen. Conventions, die kommen erst noch. Noch nie im Leben habe ich so viele Conventions gemacht wie in diesem Jahr. Fangen wir mal gleich an mit der Leipziger Buchmesse im März. Für mich war diese etwas ganz Besonderes, weil es war wirklich das allererste Mal an einer nur Manga-Conventions. Bis jetzt bin ich jedes Jahr hier in der Schweiz an die Fantasy Basel und die Popcorn, aber dort habe ich jedes Mal auch tätowiert, neben meinem Manga natürlich. Aber jetzt war wirklich nur Manga. Warum war es noch speziell für mich? Weil ich das erste Mal an einer Mappensichtung war an der Leipziger Buchmesse. Und jetzt bin ich dort vertreten mit meinem eigenen Stand. Der Stand war sehr winzig klein und ich hatte etwa 5-6 Stunden, bis ich den endlich mal aufgebaut habe, so wie ich das haben wollte. Das war ein Riesen-Struggle, aber es war geil. Schlussendlich hat es schon so gepasst und es lief wunderbar. Ich habe so viele Mangas verkauft und Fine Art Prints und Sticker-Sets und kleine Postkarten, Acrylaufsteller, T-Shirts, wunderbar. So viele Leute sind zu mir gekommen, die mich erkannt haben wegen YouTube, weil ich habe natürlich schon im Voraus ein bisschen fleißig die Werbetrommel geschlagen oder gewirbelt oder wie man dem auch sagt, und das war sehr geil, ja. Leute, die Fotos mit mir machen wollten oder einfach nur ein bisschen plaudern und natürlich den Manga signieren lassen haben. Das war herrlich. Viele coole Leute kennengelernt und sehr gute Gespräche geführt. Der Joao kam zu mir und machte noch ein kleines Interview für YouTube. Auch das war wirklich
große Klasse. Doch leider hatte ich an der LBM auch einer der größten Abfucks meines Lebens. Was genau da vor sich ging, erzähle ich euch jetzt. An die LBM gehe ich nicht nur, um mich zu promoten, mein Verlag Mythos Manga und Revenge of Medusa, sondern ich habe auch eine geheime Mission, die einem höheren Zweck dient. Und dazu habe ich ein paar Materialien und das sind diese hier. Hier drin ist das geheime Material, das die deutsche Manga-Szene revolutionieren wird. Diese 3 wunderschönen Figuren waren in den Kisten drin. Alles Prototypen, wo ich sehr viel Geld investiert habe. Hier haben wir einmal Medusa aus dem Schweizer Bestseller-Manga Nummer 1 Revenge of Medusa. Von mir natürlich, in ikonischer Pose vom Manga-Cover. Chibi-Style ein bisschen, mit größerem Kopf. Und dann haben wir hier diese Killerente mit dem Schwert und blutiger Base in ikonischer Pose vom deutschen Mangaka Urgestein David Fülecki. Seit ungefähr 20 Jahren dabei hat er die deutsche Manga-Szene sehr groß geprägt. Entoman heißt diese überaus coole Ente. Und ich habe sie hergestellt, um womöglich ein kleines Business mit dem Herr Fülecki zu machen. Ich habe ihm die Preisliste aufgesagt. Wir können das produzieren, wenn du willst, 500 Stück Minimum oder 1000 zu diesem und diesem Preis. Leider war er von der ganzen Sache nicht so sehr überzeugt. Naja, er glaubt halt eben nicht so daran, dass das gut laufen würde mit diesem Charakter. Und so hat er mir dankend abgesagt. Und die Ente, den Prototyp, habe ich ihm natürlich als wunderschönes Geschenk gelassen. Und zu guter Letzt noch diese brutal coole Figur, die ich ab jetzt leider immer zensieren muss. Ich darf sie leider nie wieder irgendjemandem zeigen. Und das ist sie, Kin-Sabo, eines meiner größten Vorbilder der deutschen Manga-Szene. Dank ihr bin ich zum Manga-Zeichnen gekommen, weil ich gesehen habe, es ist machbar, auch als Schweizer. Mit dem allergrößten Respekt habe ich diese Figur, die zensierte, für sie gemacht. Es ist ein Charakter, den sie erfunden hat und ich habe wirklich pingelig genau recherchiert, tausende von Bildern von ihr verglichen, bis ich die Figur wirklich perfekt hatte. Jede einzelne kleine Naht, jeder einzelne kleine Knopf, wegen den Farben und den Posen, sogar mit abnehmbaren Hut, mit abnehmbarer Maske, mit verschiedenen Waffen zum Auswechseln. Es war wirklich eine fantastische Figur. Und natürlich habe ich sie getroffen an der LBM. Voller Vorfreude habe ich ihr gesagt, komm zu meinem Stand, ich muss dir unbedingt was Geniales zeigen. Mein Stand war vielleicht 20 Meter entfernt von da, wo sie gerade stand, aber leider wollte sie nicht. Sie sagte, ich kann jetzt nicht, ich darf meinen Schützling nicht alleine lassen. Und der Schützling war irgend so ein 20-jähriger Junge, der eigentlich gut 5 Minuten auch auf sich selber aufpassen könnte. Aber sie wollte nicht mitkommen. Und so konnte ich ihr diese Figur niemals zeigen. Da sie ja für einen deutschen Verlag arbeitet, habe ich dann eben ihrem Boss gezeigt. Der war sehr, sehr, sehr begeistert von dieser ganzen Sache. Und ich habe ihm dann auch meine Preise gesagt, wenn er das natürlich auf groß produzieren möchte, dann könnten wir zusammen ins Business kommen. Und ich war so überzeugt von dieser ganzen Sache. Ich sah uns schon im Restaurant bei einem Drink die ganzen Pläne besprechen, wie das genau ablaufen würde und die Produktion und die Box und das Design und die PR dazu, die fette Werbung. Ja, danach kam leider nichts mehr von ihm, eine ganze Weile. Und sie haben immer wieder so im YouTube Videos gemacht und ich habe mich immer gefragt, ja, sagt er jetzt vielleicht was wegen der Figur, machen wir. Aber da kam leider nichts. Als ich dann nach 1, 2 Wochen
nachgefragt habe, wie sieht's aus, wollen wir die Figur produzieren oder nicht, kam eine erschreckende Nachricht von ihm. Hier dürft ihr kurz auf Pause drücken, wenn ihr das Ganze lesen wollt. Auf jeden Fall waren sie jetzt plötzlich alle schockiert wegen der Figur. Respektlos bin ich mit den Lizenzen von anderen Künstlern umgegangen und er muss das Ganze mit seinem Anwalt besprechen. Für mich war das verblüffend. Sowas ist das Letzte, mit dem ich gerechnet habe. Ich hatte so viel Videomaterial vom Entstehungsprozess der Figur bis zum Unboxing und das Ganze rundherum, das ich für YouTube bereit gemacht habe und das unbedingt zeigen wollte. Und als er mir dann abgesagt hatte, dann habe ich eben das Video rausgehauen und alles erzählt, wie es war, von A bis Z. Leider hat das ihnen gar nicht gepasst und so haben sie mir dann einen Anwalt auf den Hals gesetzt, der 3 Monate lang penetrant hin und her mit mir geschrieben hat. Das Ziel von denen war, dass ich eine Verzichtserklärung unterschreibe, dass ich diese Figur niemals produzieren oder zeigen darf oder was weiß ich. Sonst gibt es eine fette Buße, die sie selber bestimmen können. Auf jeden Fall habe ich auch einen Anwalt eingeschaltet und 3 Monate lang ging das Ganze dann hin und her, bis wir dann endlich mal eine passende Verzichtserklärung gemacht haben, hergestellt, wo ich dann mit reinem Gewissen unterschreiben konnte. Leider musste ich mein wunderbares YouTube-Video löschen, wo ihr wirklich alles seht von A bis Z. Schade eigentlich, weil die Figur habt ihr so noch nie gesehen. In der deutschen Manga-Szene gibt sowas leider nicht und ich dachte, komm, ich wäre der Erste, der sowas Geiles produziert für einen anderen Verlag auch. Tja, so wird man eben heutzutage, wenn man helfen will. Naja, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Das Einzige, was mich immer noch verwundert und verblüfft, ist, dass die liebe Ginzabo sich nie dazu geäußert hat. Weil ich einen guten Batzen Geld in das Ganze investiert hatte, hat mich das Ganze jetzt leider ein paar Schritte businesstechnisch zurückgeworfen, weil es leider nicht nach Plan ging. Hätten sie mein wunderbares Angebot angenommen, dann wären die jetzt um 100.000 Euro reicher, auf jeden Fall. Ich zwar nicht, aber ich denke, ich hätte dann bestimmt noch viele weitere Aufträge auch von anderen Verlegern bekommen, die das gesehen haben und gedacht hätten, hey, das wollen wir auch. Tja, leider kommt es ab und zu völlig anders im Leben, als man erwartet hat. Ich will, dass ihr euch das Ganze mal ganz kurz vorstellt. Da gibt es so eine Frau, ein großes Idol für euch, eine Frau, die euer Leben um 180 Grad zum Besseren gewendet hat und einen Typen, ihr Boss, zu dem ihr aufgesehen habt als Legende. Für diese Menschen habt ihr ein halbes Jahr eurer wertvollen Lebenszeit geopfert, Schweiß, Blut und Tränen investiert für etwas, das euch schlussendlich eine fette Machete in den Rücken rammt. Wie würdet ihr euch fühlen? Schreibt es in die Kommentare. So, auf jeden Fall genug mit dem negativen Zeug, meine lieben Freunde. Es ist Weihnachten. Ich wünsche euch alles Gute, ein gesegnetes Fest. Ihr wisst, was gefeiert wird, die Geburt Jesus Christus. Gott segne euch, meine lieben Freunde. Ganz viel Gesundheit, Liebe und Glück. Ich hoffe, beim einen oder anderen liegt sogar Revenge of Medusa unter dem Weihnachtsbaum. So, und weiter geht's. Nach dieser schrecklichen Tat mit dem Anwälten und so weiter kam endlich das Licht am Ende des Tunnels. Die Schweizer Presse hat von meinen Aktivitäten Wind bekommen. Kein anderer als der Blick, die bekannteste Schweizer Zeitung, kam zu mir ins Studio für ein fettes Interview über meinen Verlag Mythos Manga und mein Erstlingswerk
Revenge of Medusa. Ich sagte Ihnen ganz ehrlich, bis jetzt gab es sowas noch nicht, kein Schweizer Manga-Verlag und jemand musste das machen. Jemand musste der Erste sein. Und dann habe ich denen erklärt, so die Entstehung von einem Manga, vom Skript zum Storyboard und das Sketching und danach das Inking und das digitale Screentoning und Texte einfügen und so weiter und so fort. Es war richtig fette, kostenlose Publicity. Nach diesem Ganzen ist sogar eine gedruckte Version physisch in der Zeitung erschienen. Sehr, sehr, sehr geil. Nach diesen Events sind die Verkaufszahlen von Revenge of Medusa explodiert. Tonnenweise Bücher sind über die Ladentheke geflogen. Jeder wollte ein kleines Stückchen Revenge of Medusa in seinem Shop haben und natürlich für zu Hause, so dass ich noch weitere 2000 Exemplare drucken lassen musste. Ich suchte nach einem Weg, das Ganze auch nach Deutschland zu bringen, weil bis jetzt hat es keinen Sinn gemacht, jedes Mal 20 € Versandgebühren zu zahlen. Das würde ja keine Sau kaufen. Das Buch kostet 20 € und plus nochmal 20 Versand. Das war ein richtiger Pain in the Ass. Und dann kam einer der bekanntesten Manga-YouTuber Deutschlands auf mich zu, der liebe Sir Lector. Er hat mich dann mit der lieben Manga-Ecke verbunden, ein deutscher Online-Shop für Mangas. Denen habe ich dann 200 Stück Bücher geschickt und endlich war Revenge of Medusa auch in Deutschland verfügbar. Aber ich wollte mehr. I want more. Ich wollte die ganze Welt damit erreichen. Und so plante ich eine englische Version von Revenge of Medusa und habe einen Übersetzer engagiert aus Serbien. Ein netter Junge, der Englisch studiert hat, hat mir dann alles schön übersetzt. Ich musste das Ganze dann einfach nur noch eintippen und natürlich ein neues Layout herstellen und so. Aber das ist ja eigentlich keine so große Sache. Ich hatte aber nicht so wirklich Zeit dafür, weil ich fleißig schon am zweiten Teil gearbeitet habe. Hier im Hintergrund seht ihr gerade das Cover für die englische Version, das ich gemalt habe. An der LBM habe ich zwei überaus nette Mädels kennengelernt, die mich angesprochen haben und gefragt wegen Lettering und so eintippen, bla bla. Ich sagte, ja, ich mache das alles alleine und so, das Layout. Und sie erzählen mir dann, dass sie für Verlage gearbeitet haben und so, aber die waren irgendwie nicht so ganz zufrieden mit denen und haben sie nicht mal im Inhaltsverzeichnis erwähnen wollen. Mysteriös, aber ich werde schon noch erfahren, warum. Hört mir zu. Da ich ja so ein netter Mann bin und Selbstständige sehr gerne unterstütze, habe ich diesen zwei Mädels den Auftrag gegeben, die englische Version für mich bereit zu machen. Ich habe ihnen die Texte schon geschickt. Alles, was sie machen sollten, ist das Ganze eintippen und druckbereit zu machen. Bis zur Deadline im Juni für die Dokumi hatten sie locker 2 Monate Zeit. Was kann da schon schiefgehen, dachte ich mir. Und dann kam die Fantasy Basel Anfang Juni, die größte und fetteste Manga- und Anime-Con der Schweiz. Und natürlich war ich wieder mal vertreten mit meinem fetten Tattoo-Stand mit tausenden von Wanados geilen Manga-Anime-Schablonen und fetten Merch von Revenge of Medusa. Das Zeug verkaufte sich erste Sahne, meine lieben Leute, weil ich mir ja schon einen kleinen Namen aufgebaut habe in dieser Szene. Es war fantastisch. Es ist wirklich jedes Mal ein Schmaus, neue Leute kennenzulernen, die euren Manga schon gelesen haben oder jetzt gerade neu kaufen und ihr über das Ganze reden könnt und denen Sachen erklären, worum es geht und so. Das ist einfach geil, Mann, wenn ihr die Freude seht in den Augen dieser Menschen. Es gibt wirklich nichts Herrlicheres. Nur 2 Tage nach der Fantasy Basel musste ich schon wieder Vollgas geben, weil die Dokumi stand vor der Tür. Oh ja, und da hatte ich auch einen fetten Stand organisiert. Und zwar in der Seijin 18 Plus Area. Einlass nur mit Altersbändchen im Hentai-Style.
Weil mein Zeug zu erotisch war für die anderen Hallen, haben sie mich eben in diese Hentai-Porno-Halle gesteckt. Ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie Mickey Mouse zwischen diesem ganzen Hardcore-Stuff, also Sachen, wo ich dort gesehen habe, haben ein paar kleine winzige Traumas bei mir hinterlassen, aber halb so wild. Schlussendlich habe ich mich schon ziemlich wohl in dieser Halle gefühlt, auch wenn jetzt mein Zeug nicht so pornosexuell explizit war, hat es sich trotzdem sehr gut verkauft und viele Leute, wo ich an der LBM schon kennengelernt habe, kamen jetzt hierher und sagen, hey, du bist doch der von der LBM, wow, oder von YouTube haben sie mich erkannt und haben gesagt, wow, coole Videos machst du, geil, ich will ein signiertes Buch, ich will Merch. Kann man die Figur kaufen? Wo gibt's die Figur? Fette Fine Art Prints verkauft und ja, es war wieder mal herrlich, meine lieben Freunde. Vor allem, dass mein Stand jetzt um einiges größer war als die letzte kleine Scheiße an der LBM. Aber ja, man lernt jedes Mal was Neues daraus und man wächst ja schließlich. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, hier seht ihr ein bisschen Schnickschnack rundherum. Da gab es so eine Pornobühne. Da haben sie dann so sexuell explizite Sachen gemacht, tralala. Und sexy Cosplayerinnen konntet ihr Fotos machen mit denen. Ihr konntet ihnen zahlen, damit sie euch eine Ohrfeige verpassen oder dass sie sich auf euch hinsetzen und ja, es waren schon viele dubiose Gestalten dort, die für sowas Geld ausgegeben haben. Abgefuckt, aber schon interessant. Und hier ist mein Bodyguard namens Dusan Komaschin. Und den haben wir auch noch kennengelernt mit seiner lieben Frau, The Art of Matthew, ein geiler Künstler aus der Slowakei. Ja, im Großen und Ganzen hat es mir sehr gefallen und ich muss sagen, werde auf jeden Fall die Dokumi wieder einmal besuchen. Jetzt fragt ihr euch ganz bestimmt, was wurde aus der englischen Version Revenge of Medusa, die eigentlich ihr Debüt an der Dokumi hätte. Tja, leider hat es nicht so ganz funktioniert. Ich habe zwar die Dateien bekommen von diesen zwei Mädels, die ich engagiert habe, aber es hatte irgendwie 87 Schreibfehler. Und bis ich alles kontrolliert habe und ihnen alles rote Kreise zurückgeschickt habe, verging wieder viel Zeit. Ich brauchte endlich Urlaub von diesem ganzen Convention-Stress und so entschieden wir uns auf die wunderbare griechische Insel Milos zu gehen. Guckt euch einfach mal das an. Leute, faszinierend. Wirklich wunderschön. Jedes Jahr gehen wir auf eine neue griechische Insel und checken wirklich alles ab. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich Revenge of Medusa mache, weil mich einfach die griechische Mythologie so sehr inspiriert. Das ist unglaublich. Jedes Mal findet ihr was Neues, Cooles, coole Bootsausflüge und das Meer, das ist einfach wunderschön, kristallblau. Und natürlich muss ich meiner Inspiration laufen lassen und was kreieren. Das war ein Geschenk für ein Restaurant, das Medusa hieß. Und nach einer Woche gingen wir dann auf die Insel Seriphos. Sehr, sehr, sehr mythologisch wichtig. Auf Seriphos ist Perseus aufgewachsen. Perseus hat schlussendlich Medusa enthauptet. Und ja, ich muss sagen, auch sehr, sehr, sehr schön. Kann ich jedem empfehlen. Seriphos ist wirklich jeder Strand wunderschön, sandig und kristallklar. Aber das Essen erst, oh mein goodness, meine Freunde, das hier ist Goat. Goat mit Lemon Sauce. Hei, 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 das müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Falls ihr es noch nicht wusstet, meine lieben Freunde, ich bin auch ein Travel-Vlogger. Ducky Life auf YouTube ist mein serbischer Kanal. Ihr könnt es auf jeden Fall mal abchecken und abonnieren. Es sind sogar deutsche und englische Untertitel verfügbar in all den Videos. Ja, wir haben einiges gemacht in diesem Jahr. Außer Griechenland waren wir noch in Italien am Como-See, wirklich wunderschön, auch eines der schönsten Urlaube, die ich gemacht habe. Und danach haben wir sogar noch Ayia Napa auf Zypern abgecheckt, auch sehr, sehr empfehlenswert.
Und falls ihr dachtet, dass nach all diesen Urlauben die englische Version endlich fertig war, dann muss ich euch leider enttäuschen. Dieses Mal hatte es 32 Fehler und wieder habe ich Stunden damit verbracht, rote Kreise einzuzeichnen und es zur Korrektur ihnen zurückzuschicken. Deutsche Conventions machte ich keine mehr dieses Jahr. Ich ging aber wie immer an die Popcon hier in Zürcher Hallenstadion. Das war auch wie immer sehr, sehr erfolgreich. Und gleich 3 Tage danach zum ersten Mal nach Bern ans Hero Fest. Das war etwas Neues und sehr Spezielles, weil ja, ich war noch nie so richtig in Bern, schon ein bisschen durchgefahren oder ein bisschen spaziert, aber nie so richtig 3 Tage lang, ne? Und es war schon sehr interessant. Die Berner sind völlig anders als die Zürcher. Irgendwie scheu zu Beginn, aber sobald sie dann gesehen haben, dass tätowiert wurde an meinem Stand, dann war das immer bumsvoll und wirklich einer nach dem anderen. Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Es war einiges erfolgreicher, als ich dachte. Ich habe mir wirklich gar nichts vorgestellt, aber ja, das war positiv sehr geil. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Hero Fest in Bern. Und so wurde es schon Oktober, meine lieben Freunde, und ihr denkt jetzt bestimmt, komm, die englische Version muss doch jetzt endlich mal draußen sein. Leider nein, meine lieben Freunde. Schon wieder hatte es ein paar kleine Rechtschreibfehler und dieses Mal waren sogar die Panels verschoben, teilweise total falsch geschnitten, teilweise sind irgendwelche Linien verschwunden, wirklich banale, lustige Fehler. Da habe ich mich echt langsam gefragt, wie manche Leute so durchs Leben kommen. Heiligabend, meine lieben Freunde, und ich bin immer noch hier in meinem Tattoo-Studio und bearbeite gerade das Video. Seht ihr hier auf dem Tisch, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ne? Was habe ich alles so Tolles, Schönes eingekauft dieses Jahr? Ganz viele neue Figuren. Also, beginnen wir mal mit... Diesen hier habe ich mir natürlich gegönnt, Street Sharks. Nach 30 Jahren sind sie mal wieder rausgekommen als fettes Remake und da musste ich natürlich sofort zugreifen. Dann diese Alita Battle Angel Statue, sehr, sehr, sehr geil, mit auswechselbarem Kopf hier. Auch sehr cute, ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Alita, jetzt wisst ihr Bescheid. Dann haben wir ein bisschen Alien-Stuff, als Alien Earth rausgekommen ist, hat es mich wieder voll gepackt und ich habe wieder alles komplett durchgesuchtet. Die Classics, Filme 1 bis 3 und ja, die Serie fand ich eigentlich noch geil. Diese Biker Mice from Mars kennt ihr aus den 90er Jahren, ne? Diese haben auch ein fettes Remake bekommen. Seht ihr? In schwarz-grau, fand ich noch geil. Ich habe jetzt einfach den, weil der ist mein Lieblings. Dann habe ich noch hier ein paar von Funko Pop. Und dann habe ich das hier vom Disney Store, fette Mickey Mäuse, sehr geil. Habe ich irgendwie für 150 oder 200 Euro reingezogen. Jetzt wird es schon für 1000 gehandelt in eBay. Dann Resident Evil 2, bin ich auch aufgewachsen damit. Ada Wong, sehr geile Figur, aber ja, keckt mich an, jetzt das auszupacken und euch das zu zeigen. Claire Redfield, einer meiner Lieblingscharakter, also ja, Claire Redfield und Jill Valentine sind meine absoluten Lieblinge. Und dann haben wir diesen fetten Pappaufsteller hier von Medusa, kennt ihr vielleicht bereits, von den Convention habe ich machen lassen. Und was haben wir noch? Diesen Mickey Mouse. Ich glaube, der ist auch von diesem Jahr. Und ja, hier den Silenus Plüschi kennt ihr ja vielleicht schon. Auch ein Prototyp. Lasse ich eventuell auch mal produzieren in groß, sobald Revenge of Medusa Teil 2 rauskommt und es noch ein bisschen gehypter und bekannter wird. Diese Statue kennt ihr auch bereits. Diese ist noch zu teuer für euch, also die Fanbase muss noch größer werden. Ja. Was habe ich noch? Ah, genau, diesen Krusty den Clown.
Sehr, sehr geil. Ist die Puppe, die dann lebendig wurde und dann so angreift mit dem Messer. Dann haben wir hier, ist zwar nicht neu, aber neu ausgepackt, Battle Angel Alita. Fette Bust habe ich dieses Jahr endlich mal ausgepackt nach 7 Jahren. Und ebenso auch diesen Mickey Mouse Bling Bling hatte ich auch noch für einen guten Preis ergattert. Jetzt ist er auch um die 500-600 im eBay. Und dann habe ich noch diese hier, auch noch mehr Krusty Clowns. Der hier ist eine Exclusive Edition, ist auch die Puppe, Killerpuppe, und hier noch einen mit dem Affen. Und dann haben wir noch diesen hier von Super 7, glaube ich, heißen die. Und ja, diesen hier auch noch, der ist auch neu, Eva 01 oder 03, Eva 03 ist das, glaube ich weiß es gar nicht mehr. Ja, weil hier habe ich das gezeichnet und hier ist das Original, auch von diesem Jahr. Sehr, sehr sexy. Jo, und sonst war ich einfach ständig hier im Tattoo-Studio und habe Fulltime tätowiert. Jede Menge Tattoos habe ich gemacht. Aber was ich noch nie gemacht habe, meine lieben Leute, sind Medusa-Tattoos. Meine Medusa-Tattoos. Es kamen so viele Leute, die voll begeistert waren von der Story, vom Manga und dem Charakter, dass sie sich Medusa stechen ließen. 50 dieser Limited Edition Original Sketch Cards habe ich gemacht für die LBM, für den Release des Buches. Und da sind sehr, sehr, sehr viele hübsche Motive. Und dieses hier wurde dann tätowiert von einem Typen, der Sascha, wirklich Legende. Und dann hat er dieses Artwork noch gesehen von mir und ließ sie sich auch noch tätowieren auf den anderen Unterarm. A Man of Culture. Und hier sehen wir ihn mit dem T-Shirt und mit den beiden Tattoos. Herrlich. Dann kam der nächste, hat auch so ein Motiv ausgepickt. Und das ist hier Harley Quinn Medusa. Und dann kam noch einer und wollte dieses hier. Und ja, das war herrlich, meine lieben Freunde. Stellt euch vor, ihr lest den Manga und ihr seid so begeistert von der Story und von dem Charakter, dass ihr euch denkt, Mann, das will ich für den Rest meines Lebens unter meiner Haut haben. Was für eine Ehre für mich, Mann. Und hier haben wir noch diese wunderschöne Figur, kennt ihr vielleicht auch von den Conventions, wo ich immer mitgenommen habe. Die war mal eine kurze Zeit auf Pre-Order, aber ich habe sie schnell wieder weggenommen, weil, ich muss ehrlich zugeben, sie gefällt mir nicht mehr irgendwie, weil der Kopf ist zu groß und es ist zwar ein bisschen Chibi-Style, aber nicht voll Chibi-Style. Chibi-Style sieht ja der Körper wirklich fast so aus wie der Kopf von der Größe her, ne? Und darum habe ich mich entschlossen, eine geile Version zu machen, also eine geile Version, eine realistischere Version davon, und dieses zeige ich euch am Schluss des Videos. Also bleiben Sie noch ein bisschen dran, ne? In diesem Jahr habe ich noch das neue Schweizer Brand Swiss Mukai gegründet, meine lieben Freunde. Habt ihr bestimmt schon gesehen auf Social Media bei mir und euch gefragt, what the hell is this? Ja, das sind so süße Schweizer Kühe in verschiedenen Posen, Motiven, die Fondue essen. Das ist unser traditionelles Schweizer Gericht, geschmolzener Käse oder Schokoladenfondue. Oder zum Beispiel hier dieser Surfer Mukai oder ganz schön Christmas-Style, wie dieses hier zum Beispiel. Verschiedene Postkarten und Magnete natürlich. Diese 2 Magnete haben wir momentan auf Lager. Und mit denen habe ich so einen Deal gemacht mit verschiedenen Shops hier in der Schweiz, Souvenir-Shops. Also ich dachte, wenn wir schon so viel reisen, ne, und überall gibt es Magnete, jeder kauft Magnete, dann dachte ich, das würde bestimmt laufen, so ein Magnetbusiness. Und da ich schon
seit Ewigkeiten immer wieder so süße kleine Kühe zeichne und eigentlich recht inspiriert davon bin, so von der Schweiz. Und Schweiz verbindet man ja gleich mit Käse, Milch und Schokolade und Kühe, ne? Und dann wollte ich eben so ein Schweizer Maskottchen machen. Das ist dieser Bix von Mukai, meine lieben Freunde. Und ja, da kommt noch einiges auf euch zu, ne? Ist süß, es macht Spaß und ja, ich bin jetzt mit einigen Läden noch dran, das Zeug reinzubringen und zu Beginn habe ich auch mal eine coole Version zu der Fluggesellschaft Swiss gepitcht. Da wollte ich auch mit denen so ein cooles Business machen, so ein Mukai im Swiss-Flugzeug, ein Milliarden-Imperium, meine lieben Freunde. Und denen habe ich auch so ein Beispielmagnet mit ihrem Logo geschickt und ganz viele Postkarten und so. Und sie haben mir dankend abgesagt, aber sie lobten meine Präsentation, die Magnete und die Postkarten. Stellt euch vor, die hätten einen Anwalt auf mich gehetzt, weil ich einfach so ihres Logo missbraucht habe und ohne zu fragen Magnete und Postkarten hergestellt habe. Merkt ihr etwas? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich fleißig dran mit diesen süßen Mukais und ich will die schon ganz groß rausbringen, vor allem hier in der Schweiz. Sowas wie Diddle-Style. Kennt ihr noch Diddle? Diese kleine Maus hier? Die haben ziemlich schnell ein Millionen-Imperium daraus gemacht mit so süßen kleinen Postkarten, Magneten und Plüschtierchen und so. Und das wird alles noch kommen von Mukai, meine lieben Freunde. Aber ich kann mich eben nicht auf 1000 Sachen ständig konzentrieren, weil mein Main-Fokus liegt momentan schon auf Revenge of Medusa Teil 2. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich stecke gerade beim 2. Kapitel fest. Erst, ne? Und ich fast schon ein Jahr um und nur 2 Kapitel hingedonnert, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis, weil ihr seht ja, ich habe so viel gemacht und gepusht und ich bin eben ein Ein-Mann-Betrieb. Mythos Manga, der Verlag, besteht aus einer Person, falls ihr das noch nicht wusstet. Und das bin ich. Darum muss ich alles alleine machen. Nicht nur zeichnen, um abgeben und Füße auf den Tisch. Nee. Vollgas, Arbeit, meine Lieben. Die Schweiz hat sich ziemlich schnell zugedeckt mit Revenge of Medusa, in jedem Online-Shop und fast bei jedem physischen Shop schon erhältlich. In Deutschland aber leider nur bei der Manga-Ecke, mit denen hatte ich auch noch so einen Exklusivvertrag, der 3 Monate ging. Nach diesen 3 Monaten suchte ich dann weitere Vertriebswege und so. War ziemlich schwierig zu finden. Einen Shop habe ich noch gefunden in Karlsruhe, der mir 50 Bücher mal abgenommen hat und ja, ich suchte dann weiter, war schon schwierig, viele haben mich einfach ignoriert und so, aber jetzt habe ich auch das geklärt, ich habe jetzt einen richtigen Vertrieb gefunden aus Deutschland und er schickt das ganze Zeug in die ganze Dachregion, also habe ich jetzt die ganze Dachregion mit Revenge of Medusa eingedeckt und das ist schon mal sehr gut. Ich muss das Zeug nicht mehr selber verschicken, sondern es wird alles für mich gemacht. Die Kohle kriege ich quartalsweise und die Verkaufslisten wunderbar. Ich ließ nochmal 2000 Stück drucken von der 3. Auflage Revenge of Medusa, meine lieben Freunde. Und ich habe jetzt ungefähr noch 50, 60 Bücher übrig. Habt ihr alles zusammengezählt, wie viel ich verkauft habe dieses Jahr? Es waren fast 5000 Stück, meine Freunde. Und jetzt sagt mir, schreibt es in die Kommentare, ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke, für ein Erstlingswerk als Unbekannter neu in der Szene, der im Januar so fett eingestiegen ist, ist das gar nicht mal so schlecht, 5000 Stück. Klar, wäre ich in Japan, hätte ich schon 10.000 im ersten Monat verkauft, locker. Aber ja, ich lebe in der Schweiz und struggle. Ich bin ein Struggler, genauso wie Guts. Nicht so extrem wie Guts, aber in einem anderen Sinn. Ihr wisst, was ich meine.
Jetzt fehlt nur noch die englische Version, verdammt nochmals, um die Welt erobern damit. Was passierte jetzt endlich mit der englischen Version? Nach etwa 36 Mal hin und her, nach fast einem halben Jahr Verspätung, ne? Ihr wisst, die Deadline war im Juni. Und etwa im November haben sie mir dann endlich mal die finale Version geschickt, die zum 99% gut war, ja. 99%, nicht 100. Ich ließ dann endlich mal ein Probeexemplar drucken und was sah ich? Die Seitenzahlen fehlten. Oh Mann. Und dann habe ich sie nochmal angeschrieben und gesagt, hey, komm jetzt endlich mal, was soll denn das? Warum fehlen die Seitenzahlen? Ja, da gibt es Probleme und sowas geht nicht. Ich bräuchte irgendwie 4 Stunden für das Ganze zum Eintippen, bla bla bla. Und ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, Mann, alles muss man selber machen. Habe ich schnell selber erledigt. In 15 Minuten war das Ding ready und jetzt im Dezember habe ich endlich mal 100 Stück bestellt von der englischen Version. Quasi so eine, ja, 100 Testbücher mal für den Anfang, wo ich dann überall verschicken kann und so als Limited Edition nummeriert verkaufen kann, ja. Und ich denke, jetzt versteht ihr alle, warum diese 2 Mädels rausgeworfen wurden und nicht mehr bei einem offiziellen Verlag arbeiten und warum ihre Namen vom Inhaltsverzeichnis gestrichen wurden und so weiter. Aber so frech wollte ich auch nicht sein, weil, tja, vielleicht können sie ja nichts dafür, dass ihre Hirne so funktionieren. Ich habe ihre Namen trotzdem gelassen im Inhaltsverzeichnis. Ja. Dass, falls Fehler entdeckt werden, dass die Leute sehen, wer daran schuld ist. Die englische Version sollte eigentlich bis Ende Jahr auf jeden Fall ankommen. Jetzt haben sie eben großen Weihnachtsstress, wird viel gedruckt, tralala. Ja, sie sagte mir gegen 22. und so, aber dann Weihnachtszeit haben sowieso alle frei. Und ja, ich denke, so in den nächsten Tagen kann ich mal das Zeug abholen gehen in Deutschland. Und ihr werdet ja dann schon sehen bei mir im Instagram. Und ja, auf jeden Fall werde ich dann noch ein englisches Video machen. Darauf werde ich mich auf jeden Fall noch mehr konzentrieren in Zukunft, englische Videos rauszuhauen, weil ich will ja die ganze Welt erreichen und nicht nur die Dachregion. Damit kann man nichts Großes erreichen, würde ich jetzt mal sagen. Ich will, dass es alle lesen können. Alle auf der ganzen Welt. Deutsche Conventions werde ich eine auf jeden Fall machen im nächsten Jahr, 2026. Ich werde aber das noch kommunizieren, ne? Wenn es dann wirklich 100% fix ist. Vielleicht noch eine zweite, mal schauen. Spontan würde ich jetzt mal sagen. Auf den Schweizer Conventions werdet ihr mich sowieso sehen, wie jedes Jahr. Fantasy Basel und Popcorn ist fix und dieses Mal auch Hero Fest in Bern mache ich auch auf jeden Fall wieder. War geil. Doch. Revenge of Medusa Teil 2 habe ich mir die Deadline gesetzt für den Juni 26, meine lieben Freunde. Und wenn alles nach Plan läuft, so wie ich mir das überlegt habe, sollte das eigentlich schon funktionieren, ne? Dass ihr das spätestens dann im Juli kaufen könnt. Ich plane noch eine fette Collectors Edition mit geilen Goodies dazu und eventuell noch einer wunderschönen Feinart-Statue. Bevor ich euch die Statue gleich zeige, zum ersten Mal öffentlich im Internet. Diese haben nur sehr, sehr wenige Menschen gesehen bis jetzt. Ihr habt vielleicht schon kleine Ausschnitte gesehen. In meinem anderen Insta-Profil Mythos Collectibles von meiner Toy Company gibt es eine kleine, winzige Vorschau, wo ihr sie eine Sekunde lang seht. Ich zeige sie euch gleich. Aber vorher
will ich euch noch was ganz Besonderes zeigen. Falls ihr mir schon fleißig auf Insta folgt, habt ihr bestimmt mysteriöse Bilder gesehen. Biomechanische Bilder. Das sind sie, meine Biomech-Woman. Inspiriert vom großen Schweizer Künstler H.R. Giger, möge er in Frieden ruhen. Er war und ist schon immer eine der größten Inspirationen für meine Kunst gewesen. Und in letzter Zeit hat es mich einfach so krass gepackt, die Lust, wieder sowas zu zeichnen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten wegen diesen Bildern, was sie darstellen. Ich sage nur eins, Edena. Ja, das ist es. Und ich werde in Zukunft noch ein separates Video machen, wo ich euch die ganze Geschichte dazu detailliert erkläre, meine lieben Freunde. Fine Art Prints werden auf jeden Fall noch kommen. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Also checkt immer wieder ein bisschen mal meinen Online-Shop ab, mythosmanga.com. Oh, alter Schwede, ich krieg voll die Gänsehaut, wenn ich von Edena spreche. Darf nicht zu viel sagen, ne? Ist gefährlich. Nicht von dieser Welt. Die Zeichnung ist endlich fertig. Ich zeige sie euch nachher gleich detailliert. Guckt euch das mal an, alter Schwede, mit Gesichtserkennung. Ich habe zu Weihnachten eine neue Kamera bekommen von meiner lieben Frau. Das ist diese hier, also diese hier. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Und auch mit dem Mic und so, alles voll Perle. Ihr fragt euch bestimmt, was mache ich immer noch hier im Tattoo-Studio, anstatt mit meiner Familie jetzt Weihnachten zu feiern. Es ist der 25. Wir feiern erst am 6. und 7. Januar, weil wir sind serbisch-orthodox. Ja, darum hat es bei uns so ein bisschen Verspätung. Aber wir feiern beides. Wir beschenken uns auch so. Und natürlich dann am 7. nochmal. Heute wird einfach ein bisschen gefuttert und vielleicht noch so ein kleiner Weihnachtsfilm oder so. Bevor ich euch noch die wunderbare neue Figur zeige, also den Prototypen, habe ich hier ein fettes Geschenk von mir für mich. Und das würde ich jetzt gerne schnell unboxen, dass auch ihr dieses wunderbare Ding seht, was ich mir geschenkt habe. Alle Schwedentorte, Mann. Mit diesem Ding hier, was da drin ist, bin ich aufgewachsen. Seit 96, ja, bin ich voll verliebt in das hier. Und da zu dieser Zeit waren viele von euch nicht mal im Hoden eures Vaters. Bam, alter Schwede. Guckt euch das an, Mann. Wo willst du jetzt hin, Kamera, wenn du kein Gesicht mehr siehst? Haha, es erkennt mich. Cool. Ja, Mann, das ist es. Tomb Raider Colossal Collection. Puh, mit dem kann man locker jemanden erschlagen. Herrlich, Mann. Guckt euch das an, ey. Fettes Cover hier. Machen wir so. Und dann hier. Ist eine fette Collection von den alten Comics. Und ja, so durch die Tomb Raider Comics bin ich eigentlich auch so zum Zeichnen gekommen. Damals gab es noch kein Dragon Ball. Carlsen hatte noch ein bisschen Verspätung. Ich weiß nicht, wann Carlsen Dragon Ball den Manga endlich mal rausgehauen hat. Aber ich weiß, das war kurz nach Tomb Raider. Weil Tomb Raider zocke ich seit dem 96 und dann wollte ich alles haben von Lara Croft. Und dann hatte ich so ein paar Comics, die jetzt irgendwo verschwunden sind, keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Mal gesucht im Keller von meiner Mutti. Leider nichts mehr gefunden, keine Ahnung, wo die sind. Und jetzt haben sie endlich mal so eine fette Colossal Edition rausgebracht von Dark Horse. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Würde ich euch auch natürlich gerne zeigen in einem
der nächsten Videos. Jo. Und ja, okay, hier kommt die Statue, meine lieben Freunde. Ich habe sie produzieren lassen, also das 3D-Modell von einem neuen 3D-Künstler, den alten. Der ist mir ja irgendwie ein bisschen zu frech geworden. Ne? Ich habe ihn gefragt wegen neuer Collection, wegen Mukai, oder? So Vinyl Art Toys will ich machen. Und dann sagt er, ja, nee, du kommst dann immer wieder und so und alles für einen kleinen Preis, bla bla, ich will Provision und so Scheiß, weil du machst dann die fette Kohle und ich kriege immer nur einen kleinen Batzen. Dachte ich, Alter, bist du ein Freelancer-Artist oder nicht? Du machst das, wofür du bezahlt wirst und ciao, Mann, ich muss ja auch erst das Ding aufbauen. Wenn ich jetzt so eine riesen Firma hätte, wo ständig alle Monate neue Figuren produziert, natürlich brauche ich dann einen fixen 3D-Artist, wo ich dann auch monatlich bezahlen werde, aber ich bin ja jetzt immer noch im Aufbau. Ja, war ein bisschen schwierig. Und der neue ist ein guter, wo auch schon für Marvel, DC und Capcom gearbeitet hat, Figuren erstellt hat. Und ja, hier ist sie. Das ist die neue Version von meiner Figur Medusa von Revenge of Medusa. Schön realistisch. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Das 3D-Model sieht schon perfekt aus, auch die Base und die Pose. Wir haben jetzt die Schwerter ausgetauscht, weil es ein bisschen dynamischer wirkt. Also das lange Schwert ist jetzt in der anderen Hand und so, aber sieht geil aus. Die nächsten Schritte sind der Prototyp, der physische. Ich habe jetzt schon einen drucken lassen von meinem Kumpel. Ist da hinten, muss ich noch aufbauen und bemalen, aber die ist riesig, irgendwie 40 cm. Diese wird ungefähr 35 cm hoch sein. Es wird eine Feinart-Statue sein aus Resin, meine Freunde. Und das ist sehr, sehr hochwertig. Darum wird es ein kleines bisschen teurer. Ich schätze jetzt mal 250 bis 300 Euro plus minus. Mit dem müsst ihr dann schon rechnen. Ist aber wirklich was für Hardcore-Fans. Und von denen habe ich ja zum Glück jetzt schon einige. Und ich denke, nächstes Jahr wird das richtig geil gepusht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein kleiner Jahresrückblick. Gut, ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich dachte, dieses Video. Ich wünsche euch noch alles Gute und bleibt dran. Verfolgt eure Ziele, macht keinen Scheiß, findet euer Ikigai, das, was es sich lohnt, aufzustehen jeden Morgen und versucht dann aus diesem Ding Cash zu machen. Die Motivation, sie kommt nie vom Himmel heruntergeschneit, klopft an der Tür und sagt, hallo, ich bin da. Ihr müsst euch jedes Mal zwingen. Ich bin auch jeden Tag am Arbeiten hier im Tattoo-Studio und ab und zu habe ich alles bis da oben, kein Bock mehr auf gar nichts, aber ich gehe noch nach Hause, ich setze mich verdammt nochmal hin, nehme den Stift in die Hand und zeichne weiter, weil das Zeug zeichnet sich nicht von alleine, meine lieben Freunde. Wenn ihr eine Idee habt und diese geil findet, dann müsst ihr diese raus in die Welt tragen, sonst macht es keiner für euch. Und irgendwann seht ihr vielleicht jemanden, der was Ähnliches gemacht hat und dann werdet ihr das für immer bereuen. Es ist nie zu spät, meine lieben Freunde, eure Ziele zu verfolgen und alles dafür zu geben. Finde etwas, das dich glücklich macht und stirb für das. Okay, das war vielleicht ein bisschen anders, dieser Spruch, aber egal. Hier seht ihr noch das Bild, das ich jetzt gezeichnet habe diese ganze Zeit. Ich würde dieses auch sehr gerne verkaufen, dieses Original. Schmeiße ich demnächst auch in meinen Online-Shop. Das könnt ihr dann sehr gerne abchecken. Folgt meinen Social-Media-Kanälen hier. Das sind diese hier. Und ja, ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, meine lieben Freunde. Feiert schön, nicht zu viel saufen. Apropos, ich habe jetzt seit 2 Monaten aufgehört mit dem Alkohol. Habe ich gesagt, für immer finito. Und ich fühle mich wunderbar. Also mein Kopf funktioniert wieder endlich 100%. Die Motivation, Inspiration on point. Ja, und das ist sehr, sehr geil. Für das nächste neue Jahr habe ich mir vorgenommen, weiter Gas zu geben wie bis jetzt. Ich habe jetzt keine irgendwelche krassen neuen Neujahrsvorsätze oder so. Ich will einfach so bleiben, wie ich bin, weil so wie ich jetzt bin, ist das gut so. Ich gebe Gas und ich steigere mich immer mehr hinein in das Ganze und gebe immer mehr und mehr und mehr Gas, ja.
diesen Rückblick hier, was ihr jetzt gesehen habt, das war ein Jahr, alter Schwede. Und stellt euch vor jetzt, wie das weitergeht mit Revenge of Medusa in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel. Ne? Ich bin gerade erst am Anfang hier, so ein kleines Stüfchen bin ich, okay, vielleicht 2 Stufen bin ich schon hochgeklettert, ja, aber bis an die Spitze ist es ein weiter Weg. Wenn man eine Spitze erreicht, dann kommt schon der nächste Berg und man geht immer weiter. Solange man lebt, geht man weiter und setzt sich immer neuere Ziele und höhere Ziele. Okay, so, finito. Ich muss jetzt noch dieses Video fertig editieren und dann wird gefuttert, geschmaust und ein bisschen was nicht alkoholisches getrunken. Okay, war mir eine Freude, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, ne? Adios, amigos. Oh, hier, ich muss euch nur noch schnell diese kleine Baby zeigen, meine Baby. Komm. So, das hier ist mein Baby. Falls ihr sie noch nicht kennengelernt habt, ihr Name ist Hera, sowie die griechische Göttin Frau von Zeus. Frohe Weihnachten, meine lieben Freunde. Gott segne euch. Tschüss.